So schafft ihr auch solo easy das The Reckoning Easter Egg. Ihr könnt euch am Schluss entscheiden, ob ihr gegen Sam oder Richtofen kämpft. Das Loadout passt aber bis auf eine Augmentierung beim Ätherschleier für beide. Richtofen ist um einiges schwerer, wenn man keinen Plan hat und die falsche Ausrüstung. Nehmt euch als Feldausrüstung den Ätherschleier mit. Nehmt, wenn ihr Sam bekämpfen wollt, Extraladung oder für Richtofen Erweiterung mit. Nehmt Koop noch die Augmentierung Gruppenschleier oder Solo Salvensprint. Nehmt für Stehvermögen Sprinter und hartes Ziel. Für Schnellwiederbelebung letzter Wunsch. Für Tempo-Cola Überladung, um den Ätherschleier schneller aufzuladen. Für Gaia-Elixier stinkende Upgrade-Hilfe, um den Ätherschleier noch schneller zu laden und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung Todesblick, damit ihr den Boss gegen Ende mit einem Schuss sofort tötet. Für Dr. Nitis, Dr. Rutscher und Tribologe wichtig. Für Todesdeck Query toter Kopf und toter Satz. Und für Doppelschuss ist Doppelstandard und Eiltempo wichtig, da die Bosse in manchen Phasen keine Schwachstelle haben. Sonst ist noch für Elementarlimo Verwundbohne für alle Roboter hilfreich. Für den Kryofrost Munitionsmod ist Eiswolke und Flüssigstickstoff gut. Bereitet euch 2 Kaugummi-Pakete vor. Eins für das frühe Spiel und eins für den Bosskampf. Nehmt zu Beginn alles mit, was euch Essenz gibt oder spart und ihr Extras bekommt. Nutzt das alles, damit ihr am besten vor Runde 25 zum Boss kommt, vor allem wenn ihr Richtofen machen wollt. Sam ist im Vergleich dazu lächerlich einfach. Für den Boss ist Koop Regentropfen, Kraftfass und Nahtoderfahrung top. Nehmt Solo statt Nahtoderfahrung Instakill oder extrasüchtig mit, falls was schief geht. Ich habe viele Waffen getestet und mit Abstand die beste ist das DMR DM10 mit den gezeigten Aufsätzen. Damit rasiert ihr auch auf Distanz einfach alles in wenigen Sekunden. Alternativ sind das ABR A1 Sturmgewehr, das AMR Mod 4 Scharfschützengewehr oder die Maelstrom Schrotflinte ganz gut. Bis Runde 15 könnt ihr einiges vorbereiten. Schießt in jeder Munitionsrunde auf die Arme der Kommando-Klaus-Drohnen, um einen aufsammeln zu können. Ihr braucht von ihnen 2 Arme. Die erste Munitionsrunde kommt Runde 5 oder 6 und dann wieder in Runde 10 bis 12. Manchmal droppen sie keinen Arm, dann könnt ihr in der nächsten Munitionsrunde 2 Arme abschießen. Nehmt euch auf dem Weg zur Markierung im Mutantenforschungslabor die Spritze mit, indem ihr links neben Todesdeck-Query mit dem Behälter interagiert. Sammelt in der Androidenmontage noch 2 Beine ein, die ihr an 4 möglichen Positionen finden könnt. Entweder hinter dem Spiegel, links neben Rüstungswandkauf, vor dem Jumppad zum Quantencomputerkern, bei der Tür am Boden, bei dem Fließband auf dem Regal in der Ecke oder vor dem Aufzug in der Mitte bei dem Schrotthaufen. Aktiviert dann Pack-a-Punch und verbessert eure Waffe. Springt in den Strahl bei Pack-a-Punch, weicht anderen Objekten aus und fliegt in einen dort schwebenden Zombie, der dann runterfällt. Interagiert mit ihm und nehmt euch mit der Spritze eine Blutprobe. Geht dann wieder zum Mutantenforschungslabor. Sobald Pack-a-Punch aktiviert wurde, erscheint dort ein Zombie namens Genetiker. Tötet ihn und nehmt die Schlüsselkarte. Öffnet damit den Kasten an der Wand in dem Raum mit Dr. Nite und nehmt euch die DNA-Fiole. Damit könnt ihr am Schluss auch den Bosskampf gegen Sam wählen. Verbessert eure Waffe jetzt auf am besten blaue Seltenheit und holt euch ein paar Extras. Setzt die Blutprobe wieder bei dem Behälter ein, wo ihr die Spritze geholt habt. Tötet den Mängler, der dadurch erweckt wird, und nehmt die Fowler-Mutanten-Injektion, die eure Abschussserie ersetzt. Zusätzlich spawnen ein paar toxische Zombies und ein Jünger. Sobald Pack-a-Punch aktiviert ist, könnt ihr die Gorgofex Wunderwaffe bauen. Geht dafür ins Mutantenforschungslabor. Es erscheint links neben Todesdeck-Query auf dem grau flackernden Bildschirm etwa alle 10 bis 15 Sekunden kurz ein Wort. Merkt euch von dem Wort den ersten Buchstaben. Lauft dann zum Mutantenforschung-Testbereich, zum zweiten grau flackernden Bildschirm gegenüber vom Waffenbankkauf. Manchmal erscheint dort auch immer wieder kurz ein Wort und manchmal nicht. Merkt euch, falls dort auch ein Wort erscheint, wieder den ersten Buchstaben. Geht dann links davon zum Periodensystem. Wenn ihr auf beiden Bildschirmen ein Wort gesehen habt, setzt die beiden ersten Buchstaben zusammen. Der erste Buchstabe ist immer der von dem Wort auf dem Bildschirm im Mutantenforschungslabor und der zweite Buchstabe der von dem im Mutantenforschung-Testbereich. Hattet ihr nur auf einem Bildschirm im Mutantenforschungslabor ein Wort, hat das Element, das ihr sucht, nur einen Buchstaben.
Sucht dann das Element und lest die Zahl oben links ab. Der Code ist immer dreistellig. Stellt für die restlichen Zahlen eine 0 für eure Zahl, falls die abgelesene Zahl nicht dreistellig ist. Ist eure abgelesene Zahl wie im Beispiel 26, ist euer Code 026. Heißt, wenn ihr zum Beispiel nur das Wort Hugo habt, steht bei H eine 1, dann ist euer Code 001. Gebt dann die drei Zahlen in das Zahlenfeld ein, das ihr oben bei der Treppe findet. Jetzt müsst ihr vor dem Behälter mit der Zyste immer erst 3 Ungeziefer töten und dann 3 normale Zombies. Sobald ihr bei dem Step seid, spawnen aus Zombies, wenn ihr sie mit Körpertreffern tötet, oft Ungeziefer. Tötet ihr ein Ungeziefer vor der Maschine, wird es eingesaugt und es dauert ein paar Sekunden, bis ihr das nächste davor töten könnt und es wieder eingesaugt wird. Macht das dann mit 3 Ungeziefern und dann 3 Zombies, dann öffnet sich der Kasten und ihr könnt euch die Zyste nehmen. Geht damit zum Quantencomputerlabor und stellt euch so lange unter 3 Pilze, bis die Leiste links bei jedem abgelaufen ist. Ihr nehmt, sobald ihr in der Nähe seid, automatisch die Zyste in die Hand und werdet langsamer, könnt aber noch schießen und auch zwischendurch wieder weggehen. Der Pilz schießt dauernd Giftpfützen, die euch Schaden machen, wenn ihr drin stehen bleibt. Ein Pilz ist im Raum mit dem Handwerkstisch, einer vor dem Jumppad und einer neben dem Aufzug. Bereitet euch dann mit einer Waffe auf am besten mindestens Stufe 2, blauer Seltenheit und dem Kryo-Munitionsmod vor. Das ist die Schwäche aller Roboter. Geht dann zur Dunkelwesen-Eindämmung und aktiviert schnell nacheinander die 4 piependen PCs, auf denen in grün Initiate Power Surge steht. Wenn die Leiste abläuft, wart ihr zu langsam, aber ihr könnt es immer wieder wiederholen. Es erscheint ein Überklaus, es spawnen Zombies und immer wieder einige Kommando-Klaus-Roboter. Zerstört die beiden Platten an den Schultern von Überklaus und lockt ihn auf die blitzende Plattform. Es erscheint ein verstärkter Überklaus, den ihr zerstören müsst. Die Schwachstellen sind die beiden Schulterplatten und danach der Kopf. Zerstört dann noch den fliegenden Klaus, der erscheint, sobald er down ist. Seine Schwachstelle ist der rote Kern auf der Brust oder der Kopf. Sobald er down ist, erscheint dort, wo ihr ihn besiegt, ein Licht, mit dem ihr interagieren könnt. Die Zyste schwebt rein und es erscheint kurz darauf die Wunderwaffe. Baut dann Frankenklaus unten vor dem Jumppad zum Quantencomputer zusammen, sobald ihr die 2 Arme der Kommandoklaus und die 2 Beine eingesammelt habt. Jetzt könnt ihr in Runde 16, sobald ein Überklaus erscheint, den Frankenklaus zum Leben erwecken. Lasst dafür Überklaus mit der Blitzkugel in die Nähe von ihm schießen. Manchmal bewegt er sich nicht, geht dann zu ihm hin und drückt die Aktionstaste. Frankenklaus fängt dann an, am PC neben sich zu tippen. Beendet die Runde und eine Prüfung spawnt in der Dunkelwesen-Eindämmung. Bleibt in der Nähe von Frankenklaus und eskortiert ihn dorthin. Ihr müsst ihn nicht verteidigen, aber er bewegt sich nur, wenn ihr in seiner Nähe seid. Startet und beendet dort die Herausforderung, für die ihr fast immer im Gebiet Zombies töten müsst. Klaus bewegt sich dann weiter die Treppen rauf und steht vor einer verschlossenen Tür. Aktiviert vor der Tür den Scanner, dann die Mutanten-Fowler-Injektion und bleibt im Laser des Scanners stehen. Falls ihr die Fowler-Mutanten-Injektion versehentlich abgelegt habt, könnt ihr sie auch bei dem Behälter, wo ihr euch die Spritze geholt habt, für 1500 Schrott wieder kaufen. Jetzt öffnet sich ein Portal und Klaus schwebt rein. Sucht in der Vorstandsetage an 6 möglichen Spots nach 3 Akten. Interagiert mit jeder davon und notiert euch die Zahl in der ersten Zeile und den Tag und Monat von dem Datum in der zweiten Zeile. Die möglichen Spots sind unten in der Bar nach dem Eingang auf dem Tisch, links hinten vor der Bar auf dem Tisch, im Raum mit Elementarlimo vor der Beamer-Leinwand auf dem Tisch oder auf dem Regal beim Fernseher. Im Raum mit dem Billardtisch auf dem Schreibtisch oder vor dem Raum auf dem Schreibtisch. Geht durch das vorgeöffnete Portal in der Dunkelwesen-Eindämmung und notiert euch vor Frankenklaus auf dem Tisch die 4. und letzte Zahl und das Datum. Gebt die 4 Zahlen aus der ersten Zeile der Akten in aufsteigender Reihenfolge des Datums, das in jeder Akte steht, am PC rechts von dem Portal ein. Hier im Beispiel steht in den Akten 5. und der 12.10., 3. und der 21.8., 2. und der 8.12. und 4. und der 2.9.
Aufsteigend nach dem Datum sortiert ist dann die erste Zahl die 3, beginnend mit dem 21.08., dann die 4 mit dem Datum 2.09., dann die 5 mit dem 12.10. und zum Schluss die 2 mit dem 8.12. Das ergibt dann den Code 3452. Ist der Code richtig, steht auf dem Bildschirm Access Granted. Spätestens jetzt braucht ihr die GorgoFax Wunderwaffe. Geht, nachdem ihr den Code am PC eingegeben habt, in den Raum mit Pack-a-Punch zu der Konsole, an der ihr den Strom aktiviert habt. Dort könnt ihr jetzt einen roten Knopf aktivieren. Ihr müsst dann mit der Wunderwaffe 5 blaue Ungeziefer töten, die immer an den gleichen Stellen spawnen. Ihr seht an der Anzeige über dem Knopf, dass ihr alle 5 Ungeziefer erwischt habt, wenn dort 1000 steht. Jedes blaue Ungeziefer gibt 200 Punkte. Dann müsst ihr warten, bis 60 Sekunden nach Aktivierung Cooldown auf dem Bildschirm entsteht. Geht mit der GorgoFax Wunderwaffe in der Hand mittig bei der Konsole zu der blauen Kugel und interagiert damit, um die Wunderwaffe damit aufzuladen. Ihr erkennt dann an dem blauen Leuchten um die GorgoFax, dass sie geladen ist. Jetzt dürft ihr mit der GorgoFax keinen geladenen Schuss mehr abfeuern, sonst verschwindet das Leuchten und ihr müsst den Step wiederholen und sie nochmal laden. Ihr dürft die Waffe aber noch wechseln und auch normal mit der Wunderwaffe schießen. Falls ihr die Ladung verliert, könnt ihr den Step ab nächster Runde wiederholen. Geht bei Frankenklaus zum inaktiven Portal, wo überall Kristalle sind. Schießt mit der mit dem blauen Leuchten geladenen GorgoFax einen aufgeladenen Schuss auf das Portal und die Kristalle verschwinden. Geht zum Quantencomputerkern und stellt euch vor Metzel Macchiato. Schießt mit der GorgoFax einen aufgeladenen Schuss in die Nähe von dem Schädel, der rechts oben von Metzel Macchiato in dem Gang liegt. Der Schädel schwebt runter und ihr könnt ihn aufnehmen. Holt euch dann Metzel Macchiato. Schlagt den Behälter in der Mitte auf und nehmt euch das Hirn. Ihr seid jetzt langsamer, könnt nicht mehr schießen und dürft die Waffe nicht wechseln, sonst legt ihr es ab. Bringt es schnell in den Raum mit Klaus und platziert es links neben ihm in der Maschine. Falls ihr zu langsam seid oder es ablegt, könnt ihr das Hirn im Quantencomputerkern nach 2 Minuten nochmal aufnehmen. Schlagt in der Vorstandsetage unten bei der Bar den Putzeimer unter den Sprinkler. Werft eine Primär- oder Taktikgranate, die explodiert, in den Raum mit dem Rauchmelder links neben der Bar und die Sprinkleranlage wird aktiviert. Ihr könnt den Schädel auch in anderen Putzeimern reinigen, aber hier seid ihr der Dunkelwesen-Eindämmung am nächsten. Die anderen Putzeimer sind beim Spawn und in der Androidenmontage. Legt den Kopf in den Eimer und füllt ihn mit ca. 30 Zombieseelen, indem ihr Zombies in der Nähe tötet, sobald ihre Augen lila leuchten. Ihr könnt den Schädel, nachdem er kurz im Putzeimer lag, auch mitnehmen und irgendwo anders ablegen und füllen, dann rollt er aber überall rum. Nehmt den Schädel auf, sobald seine Augen lila leuchten. Bringt ihn zum Portal, das ihr vorher mit der GorgoFax geöffnet habt und platziert ihn dort mit der Aktionstaste. Während ihr den Schädel in der Hand habt, seid ihr langsamer, könnt nicht schießen und es erscheint nach kurzer Zeit ein Geist, der euch verfolgt und Schaden macht, wenn ihr ihn berührt. Ihr könnt den Schädel aber immer wieder ablegen und aufnehmen. Sobald ihr den Schädel platziert habt, öffnen sich in fast jeder Etage Behälter. Darin liegt je ein Gerät, das aussieht wie eine Kasimir-Granate. Ihr findet beim Spawn, im Mutantenforschungslabor und in der Vorstandsetage schwebende lila leuchtende Objekte. Nehmt eins der Geräte, das eure Taktikgranate ersetzt und werft es aus ein paar Metern Entfernung auf eins der schwebenden Objekte und nehmt es wieder auf. Geht ihr zu nah an das schwebende Objekt, wechselt es den Platz und verlangsamt euch kurz. Holt euch dann das nächste Gerät und werft es auf das nächste Objekt und macht das insgesamt 4 Mal. Der gleiche Behälter öffnet sich, wenn ihr das Gerät rausnehmt, auch nach ca. einer Minute wieder, solange auf der Etage noch schwebende Objekte sind. Die meisten schwebenden Objekte sind immer in der Vorstandsetage. Habt ihr die 4 Geräte gefüllt und eingesammelt, könnt ihr sie in dem Raum mit Klaus vor dem geöffneten Portal in der Vorrichtung platzieren und startet so einen Lockdown. Es spawnen jetzt Zombies und Kommando Klaus und ihr müsst, sobald ihr ein lautes Piepen hört, zu dem dort rot leuchtenden Schalter und damit interagieren. Macht das Solo mit 3 Schaltern und Koop mit ein paar Schaltern mehr, bis der Bildschirm weiß aufleuchtet und der Lockdown endet. Bereitet euch jetzt auf den Bosskampf vor. Holt euch ein Selbstwiederbelebungskit, Kaugummis und Panzerung auf Stufe 3. Als Taktikausrüstung sind am besten 5 Stim-Injektionen. Wertet eure Waffe auf Stufe 3 und legendäre Seltenheit auf und holt euch am besten alle Extras. Da ihr Sam meistens nur kurze Zeit lang an kleinen Stellen Schaden machen könnt, bringen die meisten Abschussserien nichts. Mit eurer Waffe geht es am besten. Das Geschütz ist aber ganz hilfreich für Zombies, die während dem Bosskampf dauernd spawnen. Interagiert mit dem Portal, um den Bosskampf zu starten. Ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr Sam oder Richtofen helfen wollt und bekämpft dementsprechend den anderen. Wählt Richtofen helfen, um den einfachen Bossfight gegen Sam zu starten.
Richtofen ist um einiges schwerer und ihr findet einen eigenen Guide dafür in der Beschreibung. Der Aufzug setzt sich in Bewegung und es kommen ein paar Zombies. In der ersten Etage bleibt der Aufzug stehen und ihr müsst in dem Raum neben dem Aufzug in der Nähe der 3 Behälter je ca. 10 Zombies töten. Die Seelen fliegen in den Behälter, sobald ihr Zombies in der Nähe tötet, deren Augen lila leuchten. Sobald der Behälter aufleuchtet, ist er voll. Habt ihr die 3 Behälter gefüllt, geht wieder auf den Aufzug und er fährt in die 2. Etage. Beginnt auf der Seite ohne dem Fenster und schießt Kristalle an dem blitzenden Rohr kaputt, bis Richtofen mit euch spricht. Solo sind es 6 Kristalle und Koop ein paar mehr. Es spawnen dauerhaft Zombies und sobald ihr einen Kristall zerstört, noch einige mehr. Springt dann aus dem Fenster wieder auf den Aufzug und ihr fahrt aufs Dach zum Bosskampf. Sam hat 3 Phasen. Knallt ihr, sobald sie auftaucht, so viel Schaden rein wie geht und weicht dem Angriff, den sie quer über das Feld macht, zeitlich aus. Jetzt schwebt Sam dauernd im Kreis um die Arena und hat einen Schild, den ihr nicht zerstören könnt. Nach kurzer Zeit spawnen dauerhaft Zombies, Ungeziefer und Parasiten. Sam schießt oft, während sie um die Arena schwebt. Rutscht, wenn ihr das Geräusch hört, kurz bevor sie schießt, einfach seitlich weg oder stellt euch hinter die Wände, die um die Mitte verteilt sind. Öfter schwebt sie in die Mitte, fängt an sich zu drehen und schießt Blitzkugeln um sich, die elektrische Felder am Boden hinterlassen. Bleibt einfach unter ihr stehen und euch passiert nichts. Während sie sich dreht, könnt ihr Sam auch Schaden machen. Sobald Sam aufhört rumzufliegen und einen roten Strahl schießt, beginnt nach 10 Sekunden die Schadensphase. Stellt euch, wenn keine Zombies da sind, einfach hinter eine der Säulen oder Wände, bis sie aufhört zu schießen. Aktiviert kurz bevor die 10 Sekunden abgelaufen sind euren Ätherschleier und schießt so viele der 4 leuchtenden Stellen kaputt, wie ihr könnt. Sie bekommt dann wieder einen Schild und das Ganze wiederholt ihr dann, bis die 4 Schwachstellen kaputt sind. Sobald ihr die Schwachstellen zerstört habt, erscheint eine große rot leuchtende Stelle in der Mitte von Sam, die ihr zerstören müsst. Die könnt ihr auch nach der Schadensphase weiter angreifen, wo sie am Rest von sich wieder einen Schutzschild aktiviert. Habt ihr die große Schwachstelle in der Mitte von Sam das erste Mal zerstört, spawnen zusätzlich immer wieder Doppelgasts. Wiederholt das Ganze, bis ihr ein Drittel der HP weggeballert habt, dann verschwindet Sam durch ein Portal und es kommt Phase 2. Ihr könnt Sam zwischen den Phasen, während sie durch das Portal verschwindet, noch ein bisschen Schaden machen. Sam verschwindet in Phase 2 mit allen Zombies und es erscheint eine Prüfung, die automatisch startet. Schafft ihr sie nicht, bekommt ihr für 30 Sekunden einen zufälligen Debuff, wie in dem Modus Grief. Wenn ihr sie auf legendär abschließt, erhaltet ihr ein Zufallsextra. Zusätzlich spawnt während der Prüfung auch irgendwo in der Arena maximale Munition. In der 2. Phase dreht sich Sam nicht mehr nur in der Mitte und schießt Blitzkugeln rum, sondern schwebt dabei durch die Arena. Haltet, sobald sie das macht, weit Abstand und bleibt ganz außen an der Arena, dann trifft sie euch nicht. Koop schießt euch Sam ab der Phase auch manchmal in die Luft und ihr müsst mit dem Fallschirm wieder schnell in die Arena und Abstand von ihr halten. Der Rest ist gleich wie in Phase 1. Habt ihr 2 Drittel von Sams HP abgezogen, kommt die 3. und letzte Phase. In der letzten Phase verschwindet Sam wieder mit allen Zombies, es kommt eine Prüfung und es spawnt maximale Munition. Die letzte Phase ist wie die 2. Phase. Schießt in den Schadensphasen wieder auf die Schwachstellen oder wenn sie sich dreht, egal wohin auf sie, bis sie down ist und ihr habt das Easter Egg geschafft. Als Belohnung bekommt ihr einen Operator-Skin, eine Visitenkarte und es kommt noch eine Sequenz. Braucht ihr Hilfe oder habt Fragen, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Viel Spaß bei dem Easter Egg, bleibt flauschig und bis zum nächsten Mal.